Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir erstellen hier eine kleine Map, auf der wir das Event spawnen lassen können, auf einem random Platz. Bevor es aber losgeht, muss ich sagen, dass diese Methode nicht allzu effizient ist. Wie genau ich das meine, erkläre ich im späteren Verlauf. Jetzt noch eine ganz kleine Anmerkung, weil mich immer so viele Leute fragen, wo ist denn Tutorial XY und hast du da ein Tutorial, hast du hier ein Tutorial, hast du da schon ein Video gemacht? Geht einfach mal auf meine Homepage, der Link ist hier unten, hier so, oder in der Videobeschreibung. Da sind die Tutorials noch einmal sorgfältig gelistet und ihr könnt dann schauen, ob ich schon ein Tutorial darüber gemacht habe oder nicht. Das ist mit den Playlisten bei YouTube ein bisschen unübersichtlich, bis man da runter und hoch scrollt und da irgendwas gefunden hat. Dauert ziemlich lange. Deswegen schaut gerne auf meiner Homepage vorbei, Link in der Videobeschreibung, für einen besseren Überblick für meine Tutorials. Der Smile-Builder ist übrigens auch schon mit drin. Und jetzt geht es los mit diesem Video. Viel Spaß dabei! So, als erstes, was habe ich denn vorbereitet? Ich habe hier so einen kleinen Outdoor-Bereich und dann habe ich noch einen Indoor-Bereich gemacht. Wenn wir hier reinlaufen, dann teleportiert sich unser Charakter, der teleportiert sich dann hierher. So, und in diesem Raum möchte ich gerne ein Event erstellen, das irgendwo zufällig auf dieser Map landet. Dazu müssen wir natürlich erstmal ein Event erstellen. Ich benutze dazu, sagen wir, diese Grafik und klicke auf OK. Nun müssen wir erstmal wissen, wie groß unsere Map ist. Das ist ganz wichtig. Hier ist Breite ist 17. Breite ist X, Höhe ist Y. Das müssen wir uns merken für das spätere Eventen. Denn damit geht es jetzt auch gleich schon los. Wir erstellen ein neues Event, stellen dieses auf Parallelprozess, klicken dann in die leere Zeile und jetzt gehen wir erstmal auf Variable steuern. Wir machen eine neue Variable, benennen die Variable Event 1x, klicken auf OK. Diese Variable soll zufällig irgendeine Zahl haben, aber nicht irgendeine, denn x ist ja, wie wir gerade gesagt haben, die Breite. Und wir brauchen die Breite der Map. Ich habe es hier mal kurz aufgeschrieben. Die Breite der Map ist 17. Das heißt, wenn unser Held hier spawnen würde, hier oben in der Ecke, dann wäre die Variable auf 0. Hier wäre sie dann auf 1, 2, 3 und so weiter. Das geht dann bis 16, weil die Variable fängt mit 0 an und hört dann bei 16 auf. Die Karte ist 17 breit, also müsst ihr immer 1 abziehen, um die richtige Zahl zu haben. Das heißt, in diesem Fall ist die Breite hier 16, die Höhe ist 12. Wir gehen zurück zu unserem Event, machen hier auf Zufall 16, weil es ist eben die Breite, kopieren diese und wir gehen zu Event Y. Hier ist die Höhe 12. Zwischen 0 und 12 wird jetzt die Variable random generiert, genauso wie hier 0 bis 16 generiert wird. Jetzt gehen wir auf Ereignisstandort festlegen. Gehen dann zur Bezeichnung mit Variable und nehmen hier x und y. Klicken dann auf OK. Wir klicken nochmal ganz unten in die leere Zeile, doppelt drauf, gehen zum dritten Reiter und gehen zu Speicherinfo abrufen. Dort gehen wir die bezeichnete Variable wieder und wir benutzen Event 1x und 1y. Wir wollen Regio-ID wissen. Welche Regio-ID ist genau da, wo unser Event gerade steht. Dann klicken wir auf OK. So, jetzt haben wir das Event irgendwo platziert auf der Map. Jetzt wollen wir aber wissen,
auf welcher Regio-ID dieses Event steht. Jetzt gehen wir zu bedingter Abzweigung, zu Variable, Regio-ID Event 1. Diese Regio-ID können wir jetzt zum Beispiel auf 1 setzen. Die Regio-ID muss 1 sein, setzt noch einen Haken beim Else-Fall und klickt auf OK. Sollte Regio-ID auf 1 sein, schalten wir einen Schalter an und das nennen wir Event Spawn zum Beispiel. Klicken dann auf OK. Erstellen dann eine neue Seite, Haken bei Schalter und Event Spawn an. Somit ist der Parallelprozess hier beendet und er springt auf die nächste Seite. So, sollte es aber nicht der Fall sein, dass die Regio-ID 1 ist, dann sagen wir einfach zum Label springen. Ich nenne das hier Anfang, alles klein geschrieben, Anfang. Diesen Namen kopieren wir. Wir kopieren diesen Namen, klicken auf OK. Der Anfang ist hier. Wir klicken ganz oben nochmal doppelt drauf, gehen zu Label und fügen Label Anfang ein. Das heißt, wenn die Regio-ID nicht 1 ist, dann fängt es wieder beim Anfang an. Und so weiter. Es geht immer, ist immer eine Spirale. Sobald die Regio-ID auf 1 ist, kann man das Event spawnen lassen. Jetzt kommen wir zur Regio-ID. Die Regio-IDs sind nämlich hier unter R. Und wir haben ja gesagt, es muss Variable 1 sein. Die Regio-ID muss Variable 1 sein, also nehmen wir auch die Regio-ID 1. Solltet ihr eine andere Variable benutzen, weil 1 schon belegt ist, ihr könnt auch 20 nehmen, dann müsst ihr diese Variable auch auf 20 stellen. Das ist euch überlassen. In diesem Tutorial ist die Variable auf 1, also benutze ich Regio-ID 1. Und hier kann ich dann die Map so ausfüllen, wo er überall spawnen kann. Also jeder Spawnpunkt ist eine Regio-ID von 1. Zum Beispiel hier an der Ecke oder da hinten in der Küche. Hier kann er überall spawnen, vielleicht auch hier in der Mitte. So, wir speichern einmal. Und eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar müssen wir bei Event Standort festlegen, natürlich auf das Event klicken, das wir haben wollen. Event 1 ist unser Event. Das ist der hier, den habe ich schon umbenannt. Nein, das muss ich noch umbenennen. Event Spawn 1. Benennen wir das Event jetzt um. Gehen dann nochmal hier hin. Event Standort festlegen auf Event Spawn 1. Bei der Variable müsst ihr natürlich auch Regio-ID Event 1 benutzen. Und jetzt klicken wir auf OK. Also, Variable 0 bis 16 zufällig. Diese Variable 0 bis 12 auch zufällig. Dann das Ereignisort festlegen auf genau Event 1x und Event 1y. Dann die Regio-ID aufrufen, in der Variable speichern. Diese Variable muss dann gleich 1 sein. Dann geht Event Spawner auf an. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Event Spawn wieder ausgeht, wenn wir den Raum verlassen. Wir gehen hier hin und schalten den Schalter Event Spawn auf aus. So, damit wiederholt sich dieser Vorgang immer wieder, wenn man diesen Raum betritt. Dann ist Event Spawn aus, dann geht das Event hier durch. Event Spawn geht dann wieder an und wir jumpen zur zweiten Seite. Parallelprozess ist fertig und das Event ist gespawnt. Nun testen wir das Ganze mal. Wir betreten jetzt das Haus und wir sehen, dass das Event hier gespawnt ist. Wenn wir jetzt nochmal rausgehen, wird das Event an einer anderen Stelle spawnen. Und zwar hier beim Bücherregal. Das können wir jetzt nochmal machen. Und das Event ist da rechts. Und jetzt nochmal. Und hier ist das Event. Allerdings kann es sein, dass das Event mal ein paar Millisekunden länger braucht, um den Standort zu finden. Und das sieht dann nicht so schön aus. Und das wollen wir jetzt noch beheben, indem wir einfach ein Bild
ein schwarzes Bild benutzen, das überblenden und so lange auf schwarz anzeigen, bis das Event auch wirklich gespawnt ist. Und genau das machen wir jetzt. Wenn wir hier unsere Türe betreten, dann sagen wir am Anfang erstmal Bild anzeigen. Wir nehmen irgendeine Nummer, machen wir 50. Und ich habe hier schon ein Bild vorbereitet. Das ist einfach nur ein schwarzes Bild. Das brauchen wir jetzt. Deckkraft geben wir auf 0, also so, dass wir das Bild nicht sehen. Dann gehen wir auf Bild bewegen und machen die Deckkraft auf 255. Bildnummer auch auf 50. Das hier kopieren wir jetzt. Bild bewegen, kopieren wir und klicken auf OK. Wir gehen wieder zu Indoor und gehen jetzt zu unserem Event. Kurz bevor der Event Spawner angeht, fügen wir das jetzt ein und wir bewegen dieses Bild auf 0% Deckkraft. Somit ist das Bild, wenn der Charakter gespawnt ist, fadet das Bild aus und man sieht die Map. So verhindert man, dass man das Event sieht, wie es gerade hier random seinen Platz sucht auf die richtige Stelle. Und es wird erst die Map dann eingeblendet, wenn er dann wirklich erst auf einer Position steht. Was ich auch noch hinzufügen muss, ist, dieses Event muss man irgendwo platzieren auf der Map, dass es nicht hier steht. Weil wenn es hier steht, dann ist es ja schon auf Regio-ID 1, dann wird sich nichts mehr ändern. Man muss es wirklich irgendwo hinstellen, wo nicht 1 ist, damit dieses Event seinen Platz sucht. Ansonsten ist die Variable ja schon auf 1 und somit ist das Event auch beendet. Das ist der Grund, warum ich ihn da oben in der Ecke platziert habe. Wir gehen noch einmal rein. Und wir sehen, die Map wird erst eingeblendet, wenn das Event auch wirklich auf seiner Position steht. Jetzt kommen wir aber zu diesem kleinen Haken, den ich am Anfang des Videos angesprochen habe. Diese Methode funktioniert tatsächlich nur bei einer kleinen Map und wenn es nicht zu viele Events sind. Umso größer die Map ist, umso mehr Events ihr habt, umso länger dauert auch die Ladezeit. Selbst wenn wir nur ein Event haben, sehen wir deutlich, dass es ein paar Millisekunden länger dauert, wenn wir den Raum betreten. Umso mehr Events wir haben und umso größer die Auswahl ist an der Map, umso länger dauert auch die Ladezeit. Deswegen empfehle ich dieses Tutorial nur, wenn ihr eine kleinere Map habt und wenn ihr es nicht für zu viele Events benutzt. Ansonsten ist es eine ganz gute Methode, random Events spawnen zu lassen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann checkt gerne meine Playlist aus. Dort habe ich noch mehr Tutorials. Ich hoffe, man sieht sich nächsten Freitag wieder und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, Tschüssikowski.